Ich habe vor einiger Zeit, ich muss nicht sagen, ganz, ganz langer Zeit, ich glaube, das ist bestimmt 5 Jahre her, so ein Piepei geschenkt bekommen. Ein Camper-Piepei. Das soll wohl einen Piepton von sich geben. Erstmal, wenn das Wasser kocht, und dann gibt es 3 Melodien für weichgekochte, mittelgekochte und hartgekochte Eier. Und ich denke mal, da ich sowieso heute Eier kochen muss für unseren Salat, probiere ich das Ding einfach mal aus. Also klar, ist eine Spielerei, aber ist vielleicht eine ganz witzige Spielerei, oder? Von daher, lasst uns starten. Also zu dem Piepei ist nochmal gesagt, das soll eigentlich wohl mit in die Eierschale hier rein, damit das alles immer die gleiche Temperatur hat. Ich kann nichts dazu sagen, ich mache das zum ersten Mal. Ich habe die Eier auch schon mal angestochen und werde die jetzt ins kalte Wasser legen mit dem Piepei. Und dann piept das Piepei das erste Mal nach 45 Minuten, nach 45 Grad, wenn es das erreicht hat. Und dann nochmal, wenn das Wasser kocht. Und dann geht die Musik los von wegen weich, mittelhart. Lassen wir uns doch mal überraschen, oder? Ich habe jetzt 7 Eier, weil ich möchte nach und nach ein Ei rausnehmen. Einmal ein Ei, was weich ist, dann mittel und dann natürlich ein hartgekochtes Ei. Ich brauche hartgekochte Eier, von daher kann mir jetzt nichts passieren. Und das Piepei geht jetzt auch baden. So, während das Piepei jetzt hier seine Arbeit tut und wir auf die ersten Piepsignale warten, mal eine kurze Info zu dieser kleinen Spielerei. Ich war auf der Website von dem Hersteller und da gibt es mittlerweile, schlag mich tot, ich glaube gefühlte 123 verschiedene Modelle, verschiedene Designs, verschiedene Melodien. Wenn euch diese Spielerei interessiert, schaut doch selber mal nach. So, bei dem Camper Piepei gibt es 3 Melodien. Einmal Morgenstimmung, für Weicheier steht hier, sagt mir jetzt nichts das Lied, aber werde ich bestimmt gleich hören. Dann On the Road Jack, den kenne ich, für die mittelweichen Eier, und Don't Worry Be Happy für die harten Eier. Und dann warten wir mal auf Don't Worry Be Happy, denn dann bin ich happy und völlig fertig mit den Eiern und kann die rausholen. Aber vorher werden wir natürlich noch gucken, ob die wirklich weich und mittel sind. Und ja, die harten sollten ja hart sein. Diese Piepeier sind für mittel bis große Eier gedacht. Und die sollten ja auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, immer mit in der Verpackung aufbewahrt werden. Habt ihr gehört? Piep! Also 45 Grad. Jetzt habe ich kein Thermometer hier. Jetzt ist 45 Grad und gleich kommt der nächste Piepton, wenn das Ding kocht. Und dann sollte Musik kommen. Also, wie gesagt, das Piepei sollte mit hier aufbewahrt werden, ob ihr es im Kühlschrank habt oder im Schrank habt. Das bleibt euch überlassen, aber dann hat dieses Piepei die gleiche Temperatur und kann den Messvorgang da drin auch machen. Da ist auch eine Batterie drin. Und wenn die Batterie leer ist, ist das Ding Ende. Finde ich eigentlich ein Nachteil, weil ich glaube, das ist nicht sehr billig. Ich weiß auch nicht, wie lange die Batterie hält. Wenn ihr da Erfahrung habt, wenn ihr Erfahrung mit diesen Piepei-Dingern habt, schreibt doch mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf. Also ich stelle mir sonst eigentlich immer einen Timer. Okay, wir warten jetzt auf den nächsten Piepton. Der nächste Piepton. Jetzt sollte das Wasser kochen, also 100 Grad haben.
Ei ist weich. Jetzt holen wir das raus und probieren aus, ob das Ei wirklich weich ist. Ich glaube, irgendein Ei ist da geplatzt. So. Abschrecken. Ich glaube, meine Eierböcher sind zu klein. So, sofort das nächste Ei rausholen. Jetzt geht's ja hier ratzi-fatzi. Okay. Das ist super. Also das ist wirklich auf den Punkt. Ich mag ja nicht so gerne weiche Eier. Das ist absolut auf den Punkt gemacht. Hier gibt es einen Daumen hoch fürs Piepei. Jetzt packen wir mal eben. Das ist nochmal der weg. Und jetzt geht es ans mittlere Ei. Fühlt sich schon mal ganz gut an. So, und jetzt geht es nochmal. Mittlere Ei. Perfekto. Schaut mal. Urteil über das mittelgekochte Ei. War das das mittelgekochte Ei? Mhm. Das war nicht das Weiche. Außenrum so ein bisschen hart schon und innen drinnen weich. Also Eigelb. Eigelb. Super. Sehr gut. Das ist jetzt weich? Das ist weich. Hm. Oh ja, das ist weich. Das ist weich. Ja, auch super. Das ist richtig schön flüssig noch, ne? So wie ja, man so, sich ja, richtig weich flüssig. gekochte Eier vorstellt. Klasse. Und harte Eier sind fertig. Dann holen wir die jetzt auch mal raus. Okay, alles mal hier ausdrehen. Das Piepei soll jetzt mit abgeschreckt werden. Jetzt brauche ich erstmal eine Schüssel, weil ich das heiße Wasser ja nicht bei uns in den Abfluss schütte, muss ich die ja da rausnehmen und dann abschrecken.
Und jetzt das hartgekochte Ei. Fühlt sich super an. Hammer. Guck mal. Das ist hart. Und nicht so hart, dass es blau wird, sondern hart. Jo. Mhm. Das Piepei hat seine Arbeit echt getan. Leute, ich habe da jetzt gerade keine Worte für. Ich sag hier, also Spielerei, ja, gar keine Frage. Aber ich habe noch nie so eins auf dem Punkt genaues, weiches oder ein mittleres Ei gehabt. Sonst hat man immer zu viel von dem Eiweiß da drin, was noch viel zu weich ist. Also, dass so ein Gerät das so exakt auf den Punkt bringen kann, da ziehe ich jetzt gerade mal meinen Hut vor. Also Frank hat eine App dafür und macht das eigentlich mit einer App immer, um die Eier zu kochen. Und das klappt schon ganz gut. Aber er hat gerade auch gesagt, die Eier hiermit werden wesentlich besser. Gut, ist teures Spielzeug. Ich weiß nicht, wie lange das haltbar ist mit der Batterie. Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Ich habe es zum allerersten Mal ausprobiert und bin mega überrascht. Ich habe es jetzt geschenkt bekommen. Vielleicht ist das ja eine nette Idee, einfach auch mal weiter zu verschenken. Wenn ihr mal einen Camper habt und sagt, ich habe da was Witziges für dich. Man gibt ja als Geschenk eher mal was aus als für sich selber. Ja, von daher kann ich nur sagen, mega top. Ich mache jetzt meine restlichen Eier für meinen Kartoffelsalat. Und das war's dann von mir. Ich verabschiede mich mit dem Piepei und sag, mal gucken, was ich nächstes Mal finde. Bis dann. Tschüss.